Willkommen auf meinem mehrsprachigen Channel Stricken mit Calypso. Mein Name ist Calypso Citlali, ich bringe dir meine Passion, das Stricken näher und wünsche mir, dass du deine kreative Stimme beim Stricken findest. Komm auf meine wunderbaren Reisen mit und lass dich von mehreren Kulturen und Orten inspirieren. Entfalte deine Kreativität mit mir und entwickle dich zu einer extraordinären Strickerin. Auf geht's! Du findest meine Designs auf meiner Website. Außerdem wird auf meinem Channel auch Wolle gesponnen. Lass mir ein Abo da und stelle deine Fragen in den Kommentaren. Ich freue mich sehr auf dich. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid für ein neues Video von Stricken mit Calypso. Heute ist Samstag, es ist ziemlich früh, wahrscheinlich habe ich noch den Abdruck vom Kissen im Gesicht. Und ich habe diese Woche auch einen neuen Job angefangen, aber dazu erzähle ich später ein bisschen mehr im Video. Erstmal tauchen wir in unser Lieblingshobby, das Stricken, ein. Seit meinem letzten Video habe ich eine neue Struktur mir einfallen lassen, damit meine Videos ein bisschen leichter verständlich sind. Also fangen wir an mit dem ersten Abschnitt, den ich Sonnenschein getauft habe. Sonnenschein ist einfach nur eine kurze Intro, in der ich euch erzähle, was ich heute trage. Ich trage einen Pullover, den ich vor circa 2 Jahren selber improvisiert habe. Das ist ein Pullover mit Intarsia. Das sieht man zum Beispiel hier an den schönen Ärmeln, die so geometrische Formen haben. Super schön an diesem Pullover finde ich auch die Ärmel, die hier etwas weiter sind, und die Bobbles, die ich gemacht habe, die kleinen Noppen, die ich gemacht habe, sowohl an den Ärmeln als auch an anderen Stellen an diesem Pullover. Und ich füge euch ein paar Fotos ein von diesem Pullover, der reversibel ist. Das bedeutet, vorne habe ich jetzt gerade diesen Fahrausschnitt, aber hinten habe ich auch noch einen sehr, sehr schönen Ausschnitt gemacht, den ich genauso vorne tragen kann und den ich ziemlich speziell finde und der mir sehr, sehr gut gefällt. Ich freue mich jetzt auch, dass der Frühling vielleicht bald anfängt und ich dann diesen Pullover wieder tragen kann, denn für den Winter finde ich den vielleicht nicht warm genug. Ich habe den mit Sandnes Garn gestrickt. Es ist ein ziemlich dünnes Garn, das schon ziemlich warm hält, weil es 100% Wolle ist, aber es ist eben eher dünn. Das heißt, im Winter müsste ich dann noch einen extra Pullover drüber ziehen, damit mir dann beim Fahrradfahren nicht kalt wird. Aber drinnen ist er auf jeden Fall super schön zu tragen. Und jetzt bald, wenn bessere Temperaturen kommen, dann werde ich den auf jeden Fall wieder etwas mehr tragen. Kommen wir nun zu meinen Schäfchen. Ich habe nämlich nicht umsonst diesen Pullover heute angezogen, denn Schäfchen sind meine aktuellen Projekte, das, was ich gerade auf den Nadeln habe. Und das Schäfchen, das ich gerade aktiv stricke, hat eben was mit diesem Pullover zu tun, den ich gerade anhabe. Ich war nämlich letzte Woche in den Bergen in Innsbruck im schönen Österreich und bin seit super vielen Jahren wieder Snowboard gefahren. Ich glaube, das letzte Mal bin ich als Teenager Snowboard gefahren und jetzt sind die Teenager-Jahre schon lange vergangen und jetzt war ich wieder Snowboarden und es hat riesigen Spaß gemacht. Warum ich das erzähle: Auf der Fahrt nach Österreich habe ich eben ein Projekt für das Auto gebraucht, das ich einfach stricken kann, ohne mir Gedanken zu machen, ohne Notizen zu machen. Deswegen habe ich eines meiner Schäfchen ausgepackt, das schon ein paar Monate lang verstaut war. Aber ich muss sagen, ich bin da ziemlich brav. Ich habe nicht so viele verstaute Schäfchen. Ich habe vielleicht noch ein anderes Projekt, das ich habe liegen lassen und vielleicht aufgegeben habe. Aber sonst stricke ich eigentlich alles fertig, was ich anfange. Ich mag das nicht, wenn Sachen Ewigkeiten rumliegen. Aber hier war mir einfach langweilig geworden. Denn ich habe also ein Zero-Brain-Projekt gebraucht und habe deswegen diesen Schal erneut ausgepackt. Aber es wird kein Schal, es wird eher ein Loop. Ich habe eben alle Reste genommen, die ich von diesem Pullover hier noch übrig hatte. Und auch Mohair. Hier an manchen Stellen habe ich bei diesem Pullover nämlich auch Mohair-Reste reingestrickt. Die habe ich hier in diesem Schal dann auch fertig aufgebracht. Und ich habe dieselben geometrischen Formen oder sehr ähnliche geometrische Formen hier reingestrickt wie bei dem Pullover. Und es ist schon ziemlich lang, aber noch nicht
So, ich kann es bald zweimal um meinen Hals, ich kann es schon knapp zweimal um meinen Hals wickeln, aber ich habe eben nur noch diese Farbe übrig und ja, auch nur noch dieses Knäuel übrig, worüber ich froh bin, denn ich bin schon ganz gut vorangekommen. Auf der Autofahrt habe ich schon ein bisschen was verstrickt und auch während des Snowboard-Urlaubs in Innsbruck habe ich auch einiges verstrickt. Aber dieses Knäuel habe ich jetzt noch übrig. Ich hoffe, dass es schnell gehen wird, damit ich diesen Schal dann auch noch tragen kann. Diesen Knäuel hier am Ende verstricke ich einfach nur in Kraus Rechts. Ich finde, Kraus Rechts ergibt eine super schöne Struktur. Ich würde gerne mal einen kompletten Pullover oder eine komplette Jacke in Kraus Rechts verstricken. Ich mag dieses Spongy, das ist so diese Struktur vom Kraus Rechts, finde ich sehr, sehr schön. Genau, das heißt, ich verstricke jetzt den Rest von diesem Knäuel einfach hier in Kraus Rechts. Und was ich dann machen werde, das wird noch ein bisschen viel Arbeit, weil hier, wie ihr seht, sind hier ganz, ganz viele Fäden noch zu vernähen. Das ist einfach, wenn man Colorwork oder eben hier in diesem Fall Intarsia macht. Ja, es ist einfach so, dass man dann viele Fäden hat. Ich weiß nicht, ob ich alle vernähen werde, ob ich das wirklich so genau mache. Normalerweise mache ich das schon immer. Ich mag das nicht, die Fäden dann so einfach offen zu lassen. Ich arbeite da schon gerne lieber gründlich. Aber in diesem Fall hier weiß ich nicht, ob ich Lust drauf habe, mir das anzutun, weil ich nämlich diesen Schal in zwei zusammenlegen möchte. Also in der Mitte zusammenlege und weil es hier das meiste glatt rechts gestrickt ist, rollt sich das auch ein. Deswegen ist es ein bisschen schwer, es euch zu zeigen. Aber die Rückseite wird man nicht sehen, denn ich möchte das hier so zusammenlegen und eben zunähen. Diese auf der Seite, wo sich das einrollt, damit ich wirklich hier einen Schlauch erhalte. Das sieht jetzt hier nicht so gut aus, weil sich das eben einrollt. Aber ihr könnt euch das einigermaßen vorstellen. So möchte ich dann diese ganze lange Kante hier zunähen und es wird auch noch ziemlich viel Arbeit. Deswegen weiß ich eben nicht, ob ich die Lust habe, noch diese ganzen Fäden zu vernähen oder ob ich die einfach dann in dem Schlauch einfach drin lasse und da sollte ja auch nichts passieren. Das ist ja keine Reibung ausgesetzt oder irgendwas. Wenn das eben in dem Schlauch drinnen verschwindet, sieht man das nicht. Und ja, die Fäden sind da drin auch geschützt. Das heißt, es sollte dann auch nichts passieren. Es sollte da auch nicht aufgehen. Und dann möchte ich eben beide Enden hier, wenn das auf dieser Seite dann fertig ist, hier dann auch zusammen stricken oder zusammennähen, damit ich eben einen fertigen Schlauchloop habe und dann kann ich das eben zweimal um meinen Hals wickeln und es passt dann perfekt zu dem Pullover, den ich gerade trage, denn dieser Pullover hat einen ziemlich weiten Ausschnitt, wie ihr sehen könnt. Und es ist schön, wenn man dann, wenn es dann doch ein bisschen kälter ist oder abends, hier seinen Hals schützen kann. Das heißt, dieses Projekt ist zwar super langweilig zu stricken, aber ich freue mich drauf. Wenn das fertig ist, wird es auf jeden Fall ein super cooles Accessoire. Ich stricke das auch flach, das heißt den Reihen hin und zurück, weil man Intarsia schon in der Runde stricken kann, aber es ist deutlich einfacher, es flach zu stricken. In der Runde wird es, glaube ich, noch mehr ein Fadensalat, wie wenn man das flach strickt. Wenn man es flach strickt, hat man schon ein bisschen Fadensalat, aber in der Runde ist es noch viel schlimmer, deswegen habe ich das gar nicht erst probiert, sondern gedacht, ich werde am Ende lieber diese lange, lange Naht machen. Das geht auch schnell, ich werde es nicht so super, super gründlich machen. Ich glaube, da guckt auch keiner so genau hin. Und wenn das sowieso um den Hals gewickelt ist, sieht niemand, ob die Naht jetzt perfekt gemacht ist oder nicht. Ich versuche schon, meine Sachen so schön fertigzustellen wie möglich, weil es schon einen großen Unterschied macht, wie schön etwas fertiggestellt ist. Das heißt, wie schön die Nähte sind oder wie schön die Kanten sind und so weiter. Das macht schon einen großen Unterschied, finde ich, aber ja, man muss es jetzt auch nicht auf die Spitze treiben. Bei manchen Projekten kann man das auch ein bisschen mehr vernachlässigen und dann lieber was anderes machen, was einfach mehr Spaß macht, weil darum geht es ja beim Stricken. Es geht darum, Spaß zu haben. Weiter geht's mit dem Abschnitt Kreative Nadeln. Im Abschnitt Kreative Nadeln möchte ich euch meine Designs zeigen und ich bin super, super glücklich mit meinem neuen Design. Ich habe 2 Designs eigentlich, aber eins ist schon fertig gestrickt und das zeige ich euch jetzt. Ich finde es so schön geworden. Es ist das Maracuja Top. Es wird ein
Sommertop, es ist ein Sommertop, das ich in der Lilana Schulana gestrickt habe. Das ist ein Top, das meine Summer Fruity Knitting Top Collection erweitern wird. In dieser Summer Top Fruity Knitting Collection, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich den Titel gemacht habe, habe ich bereits 2 Tops, nämlich das Top Cerise und das Top Limon. Diese 2 Tops sind ziemlich beliebt bei euch, vor allem das Top Cerise. Das ist auch mein Lieblingstop, muss ich sagen. Aber es könnte sein, dass das Maracuja-Top ganz vorne mitspielt, auch mit dem Cerise-Top bei meinen Lieblingssachen. Das ist also die Vorderseite. Es ist ein Garn von Schulana, es heißt Lilana. Es ist eine Mischung aus Wolle und Leinen, also perfekt geeignet für den Sommer. Ich trage meine Tops auch den ganzen Winter, eigentlich das ganze Jahr lang, weil sie warm halten, aber auch kühlend sind durch das Leinen. Das bedeutet, ich kann schwitzen, Fahrrad fahren, Snowboarden und gut schwitzen, aber mich trotzdem nicht nass fühlen und mir wird vor allem auch nicht kalt. Die Tops trocknen dann auch wirklich super schnell und sie riechen auch nicht. Leinen hat auch, ich glaube im Mittelalter, ich habe mal so eine Doku geguckt, dass im Mittelalter eben Menschen Leinen und nicht nur im Mittelalter, sondern auch in der Epoche danach, die Menschen eben Leinen als Unterwäsche getragen haben, weil man Leinen erstens super heiß waschen kann, also bei 90 Grad waschen kann und es diese hohen Temperaturen aushält und gleichzeitig antibakteriell wirkt. Das heißt, wenn man das als Unterwäsche getragen hat, dann hat man das Leinen sozusagen vollgeschwitzt, aber man war trotzdem hygienisch und musste das nicht so oft waschen, aber wenn man das waschen musste, konnte man das richtig heiß waschen und dadurch wirklich richtig gut reinigen und dadurch hat man auch seine obere Schicht an Kleidung, das heißt die Kleidung, die man nach außen gesehen hat, die andere Menschen gesehen haben, konnte man dann weniger oft waschen, die ist dann nicht so dreckig geworden, das hat man eben nicht reingeschwitzt und dann konnte man diese Kleidung, die schöne Kleidung sozusagen weniger oft waschen und dadurch länger konservieren. Also weniger strapazieren und dann hatte man länger was davon. So haben sich auf jeden Fall früher die Menschen die Menschen mit ihrer Kleidung umgegangen. Klar wasche ich meine Kleidung öfters, also ich mache das jetzt nicht wie die Leute der Mittelalter, aber was ich sagen möchte, ist, dass es auf jeden Fall Sinn macht, Leinen als Unterwäsche zu tragen, also direkt auf der Haut. Erstens, weil es sich gut anfühlt, zweitens, weil es antibakteriell ist, weil man schwitzen kann und sich trotzdem gut fühlt, gut riecht und ja, einem nicht kalt wird und sich nicht nass fühlt. Das ist also das Vorderteil. Dieses Top strickt man von oben nach unten. Das heißt, ich gehe jetzt auf die Elemente ein, die ich in diesem Design eingebaut habe. Die Konstruktion ist genauso wie das Top Cerise und Limon. Dieselbe Konstruktion. Und zwar habe ich an den Schultern einen provisorischen Maschenanschlag gemacht. Die Träger von diesem Top Maracuja, habe ich das getauft, sind ein bisschen breiter als die Träger von Cerise und Limon um ein paar Maschen. Das finde ich ganz gut. Manche mögen ja lieber breitere Träger haben, andere schmalere Träger, das ist ja Geschmackssache. Und hier habe ich eben etwas breitere Träger gemacht, was mir persönlich auch gut gefällt. Man macht also einen provisorischen Maschenanschlag an den Schultern und strickt dann die beiden Träger, macht dann die Zunahmen für den Halsausschnitt und macht dann einen provisorischen Maschenanschlag hier vorne auch eben, um beide Träger zusammenzuführen und dann das Vorderteil zu stricken. Es klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht. Provisorische Maschenanschläge sind auf jeden Fall eine super praktische Technik, um eure Kleidungsstücke so zu konstruieren, wie ihr das gerne möchtet. Man hat also beide Träger hier zusammengeführt. Ich stricke gerne beide Träger gleichzeitig, weil sie eben identisch sind, beziehungsweise spiegelverkehrt. Und ich habe mir hier dieses schöne Lace-Muster ausgesucht. Dieses Lace-Muster erinnert mich eben an kleine Maracujas. Maracujas sind Passionsfrüchte und ich sehe hier eben kleine Passionsfrüchte. Deswegen habe ich das Maracuja getauft. Danach strickt man die Zunahmen für die Armausschnitte auf beiden Seiten, denn man hat dann das Vorderteil komplett, strickt dann die Armausschnitte, nimmt hier eben also zu. An den Kanten gibt es überall I-Cords an den Armausschnitten sowie an den Halsausschnitt. Und was man dann macht, tada, das ist das Rückteil,
ist so gut wie dasselbe eigentlich. Man macht den provisorischen Maschenanschlag von den Schultern hier auf, nimmt die Maschen auf und strickt dann die Träger für den Rücken. Macht dann genauso hier einen provisorischen Maschenanschlag für den Rücken, um beide Träger zusammenzuführen und strickt dann eben auch die Zunahmen für die Armausschnitte. Wie ihr seht, ist der Rücken komplett in Lace. Das finde ich super schick. Dieses Lace-Muster ist auch einfach zu stricken. Wenn man das einmal verstanden hat, muss man sich das Strickmuster nicht mehr angucken, sondern man kann es dann auswendig. Wenn man also Vorderteil und Rückenteil bis zum Armausschnitt gestrickt hat, strickt man dann in der Runde. Um hier eben ein bisschen mehr Weite hinzuzufügen, macht man hier auch kleine provisorische Maschenanschläge und führt es dann eben hier zusammen unter den Armen auf beiden Seiten. Hier habe ich noch einen kleinen Maschenmarkierer für den Beginn der Runde. Und danach kann man eben in der Runde das Top runterstricken. Das heißt, es ist super, um die Länge anzupassen an die eigenen Bedürfnisse. Der Rücken ist, ich finde den Rücken einfach so schön. Ich finde, der gibt so viel her. Und vorne wird es eben deutlich, diese Teile, Abschnitte, die glatt rechts gestrickt sind, da kommen eure Bubis hin, eure besten Freundinnen. Das habe ich eben glatt rechts gemacht, damit man dann nicht durchgucken kann, denn ich trage persönlich keinen BH und im Sommer finde ich es auch angenehm, keinen BH zu tragen. Und dadurch, dass es hier glatt rechts gestrickt ist, kann man eben nicht durchgucken, sondern eure besten Freundinnen sind hier schön verdeckt. Und danach habe ich hier dieses Rippenmuster, verschränkte Rippenmuster, das dem ganzen Top etwas Form verleiht und sich so an eure Figur schön anschmiegt, weil das eben elastisch ist. In der Mitte geht das Lace-Muster hier weiter und das finde ich eben super, super elegant. Ganz am Ende gibt es eben 1 cm in verschränkten Rippen. Das könnt ihr natürlich länger machen, insgesamt das Top oder das Bündchen hier unten kann man auch länger stricken. Und zum Schluss habe ich die Maschen italienisch abgekettet. So, das war eine ziemlich detaillierte und trotzdem schnelle Beschreibung, wie man dieses Top strickt, die Logik dahinter. Ich habe in dem letzten Video einen Kommentar bekommen von einer netten Strickerin, die meine Tops toll findet, aber ein bisschen Zurückhaltung empfindet, die zu stricken. Dazu möchte ich sagen, dass ich meine Tops, meine Designs in meiner Größe stricke. Logischerweise, weil ich möchte die ja selber tragen. Aber alle meine Anleitungen sind in mehreren Größen. Ich glaube, das Cerise Top gibt es in 5 Größen. Das hier wird es auch in 5 Größen oder 7 oder so geben. Schaut nochmal auf Ravelry nach, wenn es dann online sein wird. Auf jeden Fall wird dieses Top aktuell getestet. Die Anleitung ist fast fertig. Es gibt auch noch 1, 2 Plätze frei für den Test. Wenn ihr auch den Test mitstricken möchtet, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Alle meine Tops, also alle meine Designs sind eben in mehreren Größen verfügbar. Das heißt, an mir seht ihr die Tops eben in meiner Größe. Ich habe halt eher eine kleinere Größe. Aber wenn ihr eine größere Größe habt, dann bitte lasst euch nicht davon abhalten, diese Tops zu stricken. Denn die Anleitungen sind eben in vielen Größen verfügbar und eben nicht für kleine Größen vorbehalten, sondern ich denke auf jeden Fall auch an Personen, Frauen in diesem Fall, die etwas größere Größen tragen. Die Anleitungen sind eben auch für euch gemacht. Kreative Nadeln Nummer 2. In dieser Rubrik habe ich noch ein zweites Top, ein zweites Design, das ich gerade für diesen Sommer 2025 bald fertig ist. Es ist ein Sommertop, passend als Twinset zu meinem Cardigan Flower Rain, den ihr hier seht. Diesen Cardigan habe ich letztes Jahr veröffentlicht. Die Anleitung zu diesem Cardigan findet ihr eben auf meiner Website und auf meinem Ravelry. Ihr könnt auch sehen, was andere Strickerinnen Schönes gemacht haben, wie sie diese Anleitung interpretiert haben. Da sind wirklich super schöne Sachen dabei. Das freut mich sehr. Und ich hatte eben noch Garn übrig. Eine nette Zuschauerin unter euch hatte dann kommentiert, macht doch ein Twinset, weil ich eben noch Garn hatte und nicht wusste, was ich damit machen sollte. Und tada, hier ist es, das Flower Rain Top. Das wird auch reversibel sein. Wie ihr merkt, ich mag gerne so reversible Sachen, die man entweder so rum oder andersrum tragen kann. Je nach Stimmung, je nach Outfit, wie man das kombinieren möchte, finde ich das gut, wenn man das aussuchen kann. Das ist also
Vorderteil oder Rückenteil, je nachdem, wie man es möchte. Es zieht sich gerade ein bisschen zusammen, weil es eben Lace- und Rippenmuster ist. Es ist also dasselbe Muster, dasselbe Lace-Muster, was ich auf dem Flower Rain Cardigan habe. Das ist auch ein super einfaches Lace-Muster, das über 4 Reihen geht. Es ist super einfach, sich das zu merken. Und dazwischen gibt es eben verschränkte Rippen. So sieht es aus. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut in der Kamera erkennen. Und ich stülpe das mal hier so über meinen Hals. Die Träger sind also etwas breit. Ich habe die Armausschnitte hier mit I-Cords gemacht und hier die komplette Kante mit I-Cords. Das Lace-Muster geht eben bis oben zum Ende der Träger. Und es ist eben hier so ein V-Ausschnitt. Man kann es eben so herumtragen oder auch das im Rücken. Denn das Lace-Muster ist ja schon ein bisschen durchsichtig oder man kann eben durchgucken. Und deswegen empfiehlt es sich, wenn man das so rumträgt, wahrscheinlich schon ein BH oder ein Top darunter zu tragen. Oder man trägt eben diesen Teil mit dem V-Ausschnitt im Rücken. Das ist auch eine schöne Option. Es lässt sich super schnell stricken. Ich habe meins eher kurz gemacht, weil ich eben nicht mehr so viel Garn habe und da schon ein bisschen rechnen musste, dass das Garn reicht. Ich habe sogar die Maschenproben aufgezogen und das Garn nochmal gewaschen, weil ich das doch brauche, um dieses Top fertig zu stellen. Das ist wie gesagt also Rücken- oder Vorderteil und hier an der unteren Kante wird es eben ein I-Cord geben. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, ob ich das an den Seiten komplett zusammennähe oder ob ich das offen lasse, so zum Teil. Das sind also 2 Teile, Vorderteil und Rückenteil, die man getrennt strickt und dann eben nur noch diese Seitennähte schließen muss, so wie hier an den Schultern mit der 3-Nadeltechnik beide Teile dann zusammen stricken kann. Die Konstruktion ist also easy, es lässt sich auch sehr schnell stricken. So ein Sommertop geht auch in der Regel schnell, weil es eben nicht so groß ist. Und dieses Top wird eben auch in einigen Größen verfügbar sein. Die Anleitung, die ist gerade auch in der Mache und wenn ihr Lust habt, dieses Top zu testen, dann schreibt mir gerne eine E-Mail oder schreibt über die Kontaktmaske von meiner Website. Könnt ihr mich auch kontaktieren, um dieses Top zu testen, wenn ihr beim Test dabei sein wollt. Das ist also Vorderteil oder Rückenteil, je nachdem, wie man es möchte. Ich glaube, ich werde es auch eher so rumtragen, dass das hier Vorderteil ist und das andere Rückenteil. Hier habe ich eben nur unten ein bisschen Lace-Muster gemacht als Bündchen. Und an den Seiten sieht man hier ein bisschen verschränkte Rippen. Genau, aber der Rest ist glatt rechts gestrickt. Das war mir auch wichtig, damit das Garn schön zur Geltung kommt. Das ist ein Garn von Manos del Uruguay, Alegria. Das ist eine Garnstärke wie Sockengarn, also 4-fädig. Ich hatte eben eine Kollaboration mit Manos del Uruguay, die hatten dieses Garn gesponsert. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt noch genug habe, um noch ein zweites Design hier zu machen. Das ist also Vorderteil. Ich bin jetzt an den Armausschnitten angekommen. Die Armausschnitte werde ich genauso machen wie bei dem anderen Teil. Aber den Halsausschnitt werde ich anders machen. Ich werde nicht so einen tiefen V-Ausschnitt machen, sondern ich glaube, im Moment tendiere ich dazu, das eher so geschlossen zu machen. Und hier wie ein U-Boot-Ausschnitt oder einen runden Ausschnitt hier zu haben, damit es hier vorne eben alles geschlossen ist sozusagen und man sich hier gut verdeckt, alles gut verdeckt ist und man sich wohlfühlt. Das ist also die Idee und ich finde es ganz cool, dass eben Vorderteil und Rückenteil unterschiedlich sein werden. Das mache ich ganz gerne bei meinen Sachen, die ich improvisiere oder stricke und designe. Dass man es eben so rum oder anders herum tragen kann oder dass vorne und hinten eben unterschiedlich sind. Erstens macht es mehr Spaß, das zu stricken und zweitens hat man dann auch ein außergewöhnliches Kleidungsstück, das originell ist und nicht wie so ein Teil, das man eben von der Stange kauft und vorne und hinten gleich ist und keinen Mehrwert hat, also nichts visuell Spannendes, nichts Spannendes beim Stricken, sondern so finde ich das einfach spannend und schön. Sieht von hinten und von vorne interessant aus, wenn ich das so sagen kann. Kommen wir nun zum vorletzten Abschnitt von meinem Video. Diesen Abschnitt habe ich Kunstwerke getauft.
Hier möchte ich euch eben zeigen, was ich fertiggestellt habe. Ich habe nichts Neues, sondern ich fasse einfach hier kurz zusammen an dieser Stelle. Und zwar habe ich den schönen Flower Rain Cardigan, den ich jetzt nochmal hervorheben möchte, der bald als Twin-Set verfügbar sein wird mit dem passenden Top dazu. Flower Rain gibt es eben schon, den Cardigan, seit letztem Jahr die Anleitung, und bald wird es eben das passende Top dazu geben, worüber ich mich unglaublich freue. Eben das Top Maracuja möchte ich noch einmal hervorheben. Ich habe schon länger kein Kleidungsstück fertiggestellt, deswegen freue ich mich ganz besonders über dieses Top. Gleichzeitig ist es auch ein Design von mir, das ich schon länger im Kopf hatte und nun fertig ist. Das freut mich auch riesig. Die Farbe finde ich unglaublich toll. Ihr könnt es natürlich in der Farbe stricken, die ihr lieber möchtet. Und ich bin einfach zufrieden mit, wie ich das Design gemacht habe, wie das fertige Resultat ist. Ja, deswegen sage ich das jetzt einfach so und traue mich das auch einfach so von mir zu geben, dass ich sehr zufrieden bin mit dieser Arbeit. Im Endeffekt ist es eine Arbeit, so ein Design zu kreieren, die Anleitung dazu zu schreiben und es so zu konzipieren, dass es für euch einfach ist, es nachzumachen, wenn es euch gefällt. Also mein Top Maracuja, eines meiner Kunstwerke, fertigen Kunstwerke, das ich noch gerne nochmal zeigen wollte. Letzter Abschnitt über mich. Ich habe diese Woche einen neuen Job angefangen. Ich arbeite jetzt bei der mexikanischen Botschaft in Berlin. Wenn ihr schon länger meine Videos guckt, dann wisst ihr, dass ich Deutsche und Mexikanerin bin, und ich bin sehr froh über diesen neuen Job. Ich habe jetzt eine Stelle in der politischen Abteilung bekommen in der Botschaft. Dieser Job hat Vor- und Nachteile. Ich werde mich jetzt hier auf die Vorteile begrenzen, und zwar ist es nicht sehr weit von mir. Ich kann mit dem Fahrrad sehr gut hinfahren. Das Gebäude ist super cool und die mexikanische Botschaft macht auch tolle Events. Das heißt, wenn ihr in Berlin lebt und Lust habt auf die kulturellen Events, sei es Ausstellungen, Partys, Feiern, traditionelle Dinge, klar gibt es immer einen Fokus auf Mexiko und auf die Kultur Mexikos. Wenn ihr darauf Lust habt, dann abonniert den Instagram von der mexikanischen Botschaft oder geht auf die Website. Da könnt ihr eben die Events sehen, die die Botschaft organisiert. Das finde ich schon was Besonderes, denn nicht alle Botschaften öffnen so ihre Türen für die Öffentlichkeit. Ich freue mich also sehr, da arbeiten zu können. Das sind auf jeden Fall die Vorteile. Über die Nachteile werde ich jetzt nicht sprechen, denn ich bin überwiegend glücklich über den Job und alles hat eben seine Vor- und Nachteile und nichts ist für immer. Deswegen ist das schon sehr gut so. Ich bin jetzt gerade schon ziemlich zufrieden damit. Und ja, mal schauen, wo mich das Ganze noch hinführt. Außerdem finde ich, in unserer Gesellschaft ist es ein bisschen so, es sieht auf jeden Fall gut aus im Lebenslauf, wenn ich jetzt für die mexikanische Botschaft gearbeitet habe. Jetzt für die Zukunft vielleicht, weil, ja, wie gesagt, nichts ist für immer. Deswegen sieht es auf jeden Fall gut aus im Lebenslauf, aber es ist auch irgendwie ein bisschen demotivierend gleichzeitig. Ich habe das Gefühl, man macht seine Abschlüsse, man studiert, man hat seine Diplome und dann geht man immer von einem Job zum nächsten und so denkt drüber nach, was sieht gut im Lebenslauf aus, und deswegen macht man das dann auch, und es geht immer darum, was andere über einen denken und wie man von außen bewertet wird und wie andere einen bewerten. Ja, und wenn andere einen gut bewerten oder man etwas macht, was halt sozial gut akzeptiert ist oder als einen guten Status gibt oder was auch immer, dann kann man die Karriereleiter und die soziale Leiter aufsteigen, und ich finde das eigentlich total sinnlos, ehrlich gesagt. Ja, und deswegen bin ich froh, dass ich mein Hobby habe, das Stricken, wo ich mich eben ausleben kann. Und durch diese Videos aber, durch das Internet, dadurch, dass ich das alles teile, gerate ich aber wieder in so eine Bewertung von außen. Das heißt, man hat ja diese Klickzahlen und es wird ja man wird ja dazu verleitet, sich die ganze Zeit zu vergleichen mit anderen Leuten, die Videos machen oder Designs machen und stricken und was auch immer. Und wie viele Klicks und Abos haben die anderen? Und klar, es ist einerseits motivierend und es ist ja auch irgendwo, muss man ja auch Dinge messen, und es ist auch nützlich, Sachen zu vergleichen. Aber es ist auch super willkürlich und man ist dann schon wieder in diesem Abhängigkeitsverhältnis. Was denken die anderen? Wie bewerten mich andere? Und
wenn mich andere gut bewerten, dann kriege ich mehr Klicks und es ist so eine Art Spirale. Muss ich aufpassen, dass ich mich davon nicht beeinflussen lasse. Tue ich auch nicht. Ich glaube, ich mache das ganz gut, dass ich eben trotzdem mein eigenes Ding mache und mir das egal ist, wenn ein Video 5000 Klicks hat und das nächste vielleicht dann nur noch 1000, mache ich trotzdem weiter und es macht mir großen Spaß. Was ich aber trotzdem an dieser Stelle erwähnen möchte, was mich schon ein bisschen enttäuscht hat und irgendwie traurig gemacht hat, ist, dass ich ein Video gepostet, das letzte Video, glaube ich, oder vorletzte, was ich gepostet habe, das habe ich getauft, aufgeben oder verändern und weitermachen. Und in diesem Video ging es eben darum, dass ich eure Kreativität fördern möchte. Es war mehr so eine Ansage, ein Vorschlag, eine Einladung, dass ihr meinen Channel abonniert, weil ich auf meinem Channel Videos poste, wie ihr eben eure Kreativität entfalten könnt, wie ihr euren eigenen Stil finden könnt und eben ein bisschen von diesen Trends euch unabhängig machen könnt, indem ihr einfach, selbst wenn ihr Trends strickt, selbst wenn ihr Anleitungen strickt, die halt alle anderen auch machen, trotzdem da euren persönlichen Touch da reinbringen könnt und einfach etwas mutiger in eurer Handarbeit werdet. Und das ist so das Salz und der Knoblauch im Leben, weil ohne Salz und Knoblauch schmeckt es einfach nicht. Deswegen fand ich das ein bisschen schade, dass ich durch dieses Video irgendwie Abonnenten verloren habe. Und dann, also ich habe nur nicht viele verloren und ich glaube, die Leute, die jetzt auch bis hierhin gucken, sind ja auch treue Abonnenten und ich habe auch einige Abonnenten, die mir regelmäßig, die immer meine Videos kommentieren und ich bin auch super dankbar für euch. Ihr wisst, wer ihr seid und die mir auch auf Instagram total liebe Nachrichten schreiben. Ich weiß, ich habe da total treue Fans, die super toll finden, was ich mache und es eben total feiern, dass ich eben mein eigenes Ding mache und eben nicht alle Trends nachmache, sondern versuche euch etwas anderes anzubieten. Es wundert mich aber eben schon und macht mich ein bisschen traurig, dass wenn ich das so explizit sage und so deutlich, ohne ein Blatt vom Mund zu nehmen, sage, ja, ich möchte euch fördern, eure Kreativität zu entdecken, euch selbst zu entdecken, euch selber besser kennenzulernen, damit ihr euren eigenen Stil findet und das eben in eure Strickprojekte einbauen könnt, damit es alles mehr Spaß macht und interessanter wird und man mehr Vielfalt und mehr unterschiedliche Sachen sieht, dann finde ich das komisch, dass Leute dann ihr Abo wegmachen und dann denken, nee, das ist mir jetzt zu innovativ. Oder was? Also, die ist mir zu innovativ. Ich weiß nicht, was durch den Kopf geht von diesen Personen, die dann denken, nee, das ist, was die da macht, die strickt keine Trends, das ist komisch. Ich möchte lieber in meiner Comfortzone bleiben. Dann bleib auch in deiner Comfortzone. Schön für dich, wenn deine Comfortzone so komfortabel ist, dass du da dich nicht rausbewegen möchtest und auch nicht mal, du musst dich ja auch da nicht mal rausbewegen. Es reicht schon, wenn man ein bisschen zuhört und ein bisschen etwas andere Ideen auf sich wirken lässt. Naja, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt deutlich ausgedrückt habe, ob ich das rübergebracht habe, was ich rüberbringen wollte. Ich versuche das nochmal irgendwie in einen Satz zusammenzufassen. Ich finde es irgendwie schade, dass wenn ich jetzt als kreative Person, wenn ich das mit euch eben teilen möchte und das euch den Weg ebnen möchte, die Kreativität, die ich auslebe, für euch auch selbst zu entdecken und euch helfen möchte, euren eigenen Weg zu ebnen, zu eurer eigenen kreativen Seite und künstlerischen Seite, dann finde ich das komisch, wenn manche Leute sich da abschotten und zumachen und komisch, schade für euch selbst, wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr einfach so alles so machen wollt wie immer, dann macht es einfach so, wenn ihr damit glücklich seid. Ich glaube, ich habe mich jetzt deutlich ausgedrückt. Ich möchte mich da jetzt auch nicht so viel beschweren oder sowas. Das war jetzt einfach nur mein Eindruck. Wenn ich falsch liege, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kann auch total gut mit Kritik umgehen. Ich habe gar kein Problem damit. Kritisiert mich gerne, wenn ihr das machen wollt. Und schreibt aber auch gerne, was ihr eben gut findet, was ihr euch wünscht. Ich gehe auch sehr gerne auf eure Wünsche ein. Wenn ihr denkt, dass ich etwas besonders gut kann oder herausarbeiten kann und euch vielleicht vermitteln kann, ihr etwas bei mir findet, was ihr nicht woanders findet, dann schreibt mir das gerne. Ich teile das gerne ausführlicher mit euch. Und das ist eben das, was ich machen möchte. Das ist das Interessante an diesen ganzen Videos machen, weil sonst ist es einfach langweilig, wenn ich euch nur jede Woche präsentiere, was ich mache und es keinen richtigen
Lerneffekt für euch gibt. Es soll ja ein richtiger Austausch sein und nicht nur ein Frontalunterricht. Und genau, diesen Frontalunterricht möchte ich überwinden. Nicht, dass ich euch unterrichte und irgendwie über euch stehe, aber das möchte ich eben überwinden, dieses einfach nur Frontale, sondern es soll wie ein Strickteil sollen sich die Fäden hier miteinander verstricken zwischen mir und euch. Genau, ich mache hier einen Punkt, weil es wird hier zu lang. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei warst bei diesem Video. Ich habe super interessante Videos über Kreativität gemacht. Es kommen noch weitere Videos, um deine Kreativität zu entfalten. Und wenn die Klamotten jetzt hinter mir hängen, dein Interesse geweckt haben und du dich fragst, was sind das für komische Kleider da hinter mir oder was sind das für schöne Kleider hinter mir, dann schau gerne meine 2 letzten Folgen. In diesen 2 letzten Folgen spreche ich eben über mexikanische Textilkunst. Ich habe einige Interviews gemacht, als ich jetzt in Mexiko war mit Textilkünstlerinnen. Ich finde, diese 2 letzten Folgen, die ich gemacht habe, sind eigentlich kleine Dokus geworden, die ich selber toll finde, was nicht so oft vorkommt. Und in Zukunft wird es auch noch ein bisschen mehr dazu geben. Ich habe noch ein paar Interviews für euch im Ärmel, die ich in den nächsten Monaten, wenn es dann passt, herauszaubern werde. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass mir einen Daumen hoch und ein Abo. Ich freue mich auch über eure Kommentare. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann hinterlasst mir einen Hashtag Stricken mit Calypso in den Kommentaren. Ich freue mich über positive Sachen und auch über konstruktive Kritik und bis zum nächsten Video. Ciao!